Wie funktioniert die Kalkulation eines Projekts mit dem Cloud ERP Haufe X360? Ich bin Inga von S&S Software Partner und mein Kollege Max zeigt dir heute, wie ein Projektangebot mit Aufwands- und Erlösplanung in X360 bearbeitet wird. Hallo Max und hallo Dirk. Ja, danke Inga und moin Max. Moin Dirk. Du hast heute mitgebracht, mal wieder in Anführungsstrichen, das Projektcontrolling von Haufix 360 und möchtest uns heute und wirst uns heute da zeigen, wie Haufix 360 tickt, wenn es um das Thema Projektangebot und im Projektcontrolling und Kostenvoranschlag geht, wie ich dort mit Vorlagen arbeite, woher so ein Angebot eigentlich kommt, ja, eventuell auch aus einer Verkaufschance. Und dann schauen wir uns Projektaufgaben an, ähm, arbeiten mit Rabatten, ergänzen Aufgaben und so weiter. Und schauen uns dann auch nochmal so ein bisschen an den Workflow, Genehmigungsverfahren, Freigaben, sodass ich dann vom angebotenen Projekt zu einem tatsächlichen Projektauftrag komme. Das ist der Plan für heute, ne? Ja, Genehmigungsverfahren habe ich nicht vorbereitet, aber sonst Das ist ja nur ein Knopf, den hast du müssen wir nur recht. drücken. Ähm, den, dann wäre mein Vorschlag, dass ich gleich mal, damit wir uns das direkt auch live angucken können, dass ich mal deinen Bildschirm freigeben darf. Gerne, ja, Und wir sind jetzt hier in dem Projektangebot schon direkt. Ne? Kannst du uns einmal ganz kurz genau. erklären, was es hier gibt, was wir hier sehen? Ja, also wie du schon gesagt hast, hier sind wir im Projektangebot. Hier siehst du schon ein vorbereitetes Projektangebot, Ja. was ich vorbereitet habe. Hm. Und da habe ich mir die Projektvorlagen zur Hilfe genommen. Also man kann in X360 Projektvorlagen Hm. definieren. Du siehst die Verbindung hier oben zur Ja. Projektvorlage und in dieser Projektvorlage habe ich schon die Aufgaben definiert, die du hier Ja. unten siehst. Ja. Dann vielleicht schauen wir gleich in die Projektaufgabe rein. Eine Verständnisfrage von meiner Seite. Wenn ich jetzt im Nachhinein was an meiner Projektvorlage ändere, wirkt sich das dann auch auf dieses schon angelegte Projekt aus? Nee, Nicht. nee, also erzieht sich den Hm? aktuellen Stand, wenn du das Angebot Ja. erzeugst, dann Und das sind die heißt, Aufgaben so. eigentlich ist das so wie so eine Word-Vorlage auch. Das heißt, ich habe so ein Muster und das ist wie eine Kopiervorlage dann an der Stelle. Genau, wenn du ein neues Projektangebot erstellen möchtest Ja. und du bietest immer das gleiche Projekt an oder die gleiche Art von Projekten, wo immer wieder Hm. die gleichen Aufgaben anfallen, dann kannst du halt gut mit den Vorlagen arbeiten und Ja. musst nicht alles immer neu entwickeln. Ja. Ja, Dann wir kennen das ja auch bei uns. Ja? Wir haben zum Beispiel Implementierungsprojekte, Einführungsprojekt Buchhaltung, ein Projektplanungsworkshop und so weiter. Und dafür haben wir dann auch entsprechend solche Vorlagen. Und sowas gibt es im anderen Bereich auch. Hier ist es jetzt das Thema Elektroinstallation. Wollen wir uns mal die Vorlage anschauen? das können wir machen, ja. Gehen wir direkt in die Vorlage rein. Ja, Da darf man sich jetzt nicht erschrecken, weil die Projektvorlage ja tatsächlich auch eine Vorlage ist für das Projekt. Also wenn das Projektangebot angenommen wird, dann ja. wird ja aus diesem Projektangebot ein letztendliches Projekt und die Hm, ganzen Informationen, die das System braucht, um das Projekt halt anzulegen mit den ganzen Stammdaten, die kann man halt in hm. der Projektvorlage schon direkt definieren. Das ist jetzt für das Projektangebot alles noch nicht so relevant. Also da sind am wichtigsten im Moment die Aufgaben, die wir da nutzen. Ja. Das heißt, hier sehe ich jetzt erstmal eine Zusammenfassung und hier steht aber auch schon, was von den Einstellungen ist dann nachher tatsächlich in dem Projekt, das ich anlege, sichtbar, richtig? Genau, also das sind letztendlich die Stammdaten fürs Projekt, wenn das Projekt Ja. angelegt wird. Und welche Aufgaben habe ich jetzt hier in dieser Projektvorlage mit vorgegeben? Das sind die, die du im Projektangebot auch gesehen hast. Also das Ja, sind die 4 Aufgaben, die er mit ins ja. Projektangebot übernommen hat. Ähm, und ich habe jetzt eben auch schon in der Zusammenfassung gesehen, wir haben hier ein Projekt, da geht es um Material und um Zeiten. Also wird beides Genau, erfasst, wird beides berücksichtigt. Ähm, ja. Das heißt, macht es jetzt Sinn, dass wir uns die anderen Dinge hierzu auch nochmal angucken oder wollen wir jetzt zurück in das Angebot
gehen und uns das da im Detail mal angucken. Das ist ja im Endeffekt eigentlich eine Also, kopierte Vorlage ja. von dieser Vorlage. Ja, also ich würde empfehlen, vorschlagen, dass wir zurück ins Projektangebot wechseln, Okay? weil da letztendlich jetzt die Hm? spannenden Themen für unser Video stattfinden. Hm? Ich gehe mal wieder zurück, Ja? und jetzt sind wir wieder da, wo wir gestartet sind. Ja. Ähm, und zum Thema Projektaufgaben vielleicht noch mal kurz. Man sieht jetzt hier in dem Tab Projektaufgaben die Aufgaben, die er jetzt aus der Projektvorlage übernommen hat. Hm? Und man sieht, dass man die jetzt halt auch schon planen kann. Ne? Also das heißt, ich Hm? kann im Projektangebot schon meine Zeitschiene mitplanen. Okay. Das Ähm, heißt, für die Terminierung und für meine Ressourcenplanung ist das sehr wichtig. Ich sehe oben rechts auch genau. schon, ähnlich wie bei anderen Angeboten, ich sehe einen Umsatz, ich sehe Kosten, eine Bruttomarge in Prozent und absolut. Ich sehe schon den Mhm. Steuerbetrag Mhm. für mein Angebot. Woraus hat er das berechnet? Ist das der Kostenvoranschlag oder wo finde ich die Detailinformation dazu? Genau. Also ich habe das Projektangebot schon geplant. Ja, Ich gehe mal in den Kostenvoranschlag. Da findet nämlich jetzt endlich diese Planung statt. Da ja, kannst du jetzt auf der Ebene der Projektaufgabe und der Kontengruppe, also die Kontengruppe sind für mich sowas wie die Kosten- und Erlöstreiber von der Aufgabe, ja, so nenne ich es jetzt mal. Also wir haben hier jetzt Zeiten, Arbeitszeiten hm, und Material. ja, Und hier habe ich jetzt halt je Projektaufgabe und Kontengruppe ja, die Kosten und die Erlöse geplant. ja. Okay. Okay, und aus der Differenz dabei, darauf, aus den kumulierten Beträgen wird dann der Gesamtumsatz und die Gesamtkosten berechnet. Genau, also es ist Hm? vielleicht von der Übersicht her nochmal kurz zur Erklärung. Du hast hier in der einen Zeile die Kosten, Ja, die letztendlich das Projekt belasten. hm, Das sind letztendlich hier die Gesamtkosten aus ja, der Zeile. Und hier hinten, wenn es zu den Preisen geht, Stückpreis, Gesamtpreis, das sind letztendlich die Erlöse, ja, die dann hier als Umsatz ausgewiesen werden. ja, 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 also hier in der Zeile beispielsweise rechnen wir mit einem internen Satz von 65 Euro hm, die Stunde und fakturieren halt 100. ja. Jetzt gehen wir ja mit dem Kunden häufig noch in eine weitere Abstimmung und wir stellen fest, da fehlt noch eine Aufgabe und wir müssen eventuell was an den Ressourcen ändern. Der findet noch zwei Steckdosen, die noch nicht berücksichtigt sind. Ähm, Wie muss ich mir das dann vorstellen? Ich reiche das einmal ein, diskutiere das mit dem Kunden. Also einreichen heißt ja Mhm. sozusagen versenden und dann kann ich es in dem Moment nicht mehr ändern, richtig? Genau, also wenn du es eingereicht hast und der Kunde hat das Projektangebot vorliegen, Ja, dann ist es nicht mehr im Entwurfsstatus. ja, Ich glaube, du kannst es wieder zurücksetzen in den Entwurfsstatus. Das hm, ist eigentlich nicht das, was man möchte, weil du ja, möchtest ja, sage ich mal, die Revisionen haben. Ne? Du möchtest ja ja. vielleicht im Nachhinein nochmal gucken, wie war denn die Entwicklung von der Angebotsphase. Und da kann man halt auch gut mit den Hm, Verkaufschancen arbeiten. Ne? Da kannst du hm. dann halt Verkaufschancen anlegen und die einzelnen Projektangebote dann auf die Verkaufschancen beziehen. Dann hast du Das alles. heißt, normalerweise, wenn ich das mit dem Kunden verhandle, dann mache ich das sozusagen zu dem Zeitpunkt noch in der Verkaufschance mit dem Projektangebot. Und wenn ich es dann mit dem Kunden abgestimmt habe, dann sehe ich das so, wie ich das jetzt hier sehe, richtig? Nur letztendlich ist die Verkaufschance nur der Ausgangspunkt. Also du legst eine neue Ja, Verkaufschance an und dann sagst du ja, in der Verkaufschance, jetzt möchte ich für diese Verkaufschance ein hm, Projektangebot anlegen ja. und dann landest du hier. Okay, Genau. gut. Und wenn du dann Und wenn weiteres ich jetzt, anlegst, ne, dann machst du das ja, Ganze nochmal. und wenn ich jetzt hier noch eine Aufgabe oder eine Ressource hinzufügen will und eventuell die Anzahl der Steckdosen ändern will, kann ich das jetzt an dieser Stelle noch machen. Das kannst du jetzt noch machen. Also hier sind wir jetzt im Entwurfsstatus. Ne? Hier Ja, bist du jetzt noch total frei. Hier ist jetzt noch alles möglich. ja. Mm, Also was wir Vielleicht, machen können, ja, ja, nee, mach ruhig mal. was wir machen können, ich habe ja eben erzählt, wir haben die Hm. Projektvorlage genutzt, wo wir die Aufgaben rausgezogen haben. Ja, Wenn man jetzt ein Projekt hat, wo man damit nicht auskommt, weil man noch eine weitere Aufgabe jetzt braucht, dann muss man jetzt nicht die Vorlage anpassen, sondern du kannst halt hier über das Plus direkt eine neue Aufgabe anlegen. Ähm, ich nenne jetzt mal eine verputzen. Ne? Wir haben Kabelschlitze gezogen.
Die müssen wir jetzt wieder zumachen nach der Abnahme. Ähm, Das Ganze soll natürlich nach der Abnahme stattfinden. Dann plane ich das hier direkt mit. Das dauert dann vielleicht 5 Tage. So, dann habe ich die hier einmal definiert in meinen Projektaufgaben. Und im Kostenvoranschlag kann ich jetzt eine neue Zeile anlegen und kann mich jetzt hier auf die Projektaufgabe beziehen. Also jetzt habe ich hier Ja, mein Verputzen und sagen, okay, das dauert äh, 10 Stunden. Der interne Stundensatz sind 65 Euro. Faktorieren tun wir 100. Und dann brauche ich zum Verputzen vielleicht noch Spachtelmasse. Dann kann ich hier sagen, okay, Material brauche ich auch noch. Davon brauche ich dann 10 Säcke. na, Und die kosten mich 10 Euro pro Stück. so, Da das spreche sind ich wieder große Schlitze. wie der Ich sehe Blinde das von schon. Farbe, ne? Das ist große Schlitze. Genau. Ja, und die gebe ich vielleicht 1:1, die Kosten gebe ich vielleicht 1:1 weiter Okay, gut. an meinen Das hättest du Kunden. natürlich Ne? machen Und dann, können, auch direkt mit einem vorhandenen Produkt. Ne? Dann hättest du das jetzt nicht von Hand einfüllen können, wenn dieses Produkt Putzarbeiten zum Beispiel schon vorhanden gewesen wäre und angelegt wäre, dann hättest du das jetzt direkt übernehmen können und diese manuelle Erfassung dieser Aufgaben wäre dann nicht mehr erforderlich gewesen, richtig? wenn das Verputzen in der Projektaufgabe schon drin gewesen wäre, hätte ich das natürlich nicht manuell machen müssen. Ja, Dann wäre das direkt drin gewesen. Die Zeilen musst du schon manuell mit reinnehmen. Ne? Du musst ja sagen, ja, okay, für die Projektaufgabe ja, fallen für mich Zeiten und Material an und dann ja. musst du halt sagen, wie viel denn. Ne? Das Ja, kannst du aber halt wenn die vorher planen. Artikelnummer jetzt, wenn das eine Artikelnummer hätte, Ach so, ja, ja, ja. Also wenn ne? hier die Spachtelmasse, wenn ich da einen Lagerartikel hätte Ja, für, dann könnte ich natürlich mich ja, direkt auf den ja. Lagerartikel beziehen, so ich das Ja, hier aber du gemacht kannst ja habe. auch für Ja. Verputzen zum Beispiel Nicht-Lagerartikel anlegen und dann mit dem Ja, automatisch arbeiten. Ne? kannst So, du auch dann machen. fällt Ja, das weg. Mir ist das nur als Ergänzung. Natürlich, also du hast alle Freiheiten, du kannst das hier manuell erfassen, aber ja, in dem Moment, wenn du Aufgaben hast, die häufiger vorkommen, dann gibt es eine Abkürzung und die heißt vordefinierte Artikel. Es gibt eine Artikeldatenbank, haben wir im anderen Bereich, glaube ich, mit der Iris schon mal ausführlich gezeigt. Und das würde dann hier greifen und dann würde vorne auch eine Artikelnummer davor stehen. So, das genau. Und heißt, ja, ich habe natürlich jetzt dann. das Angebot und ich sehe oben Mhm. schon unser Gesamtumsatz und die Gesamtkosten haben sich auch entsprechend geändert. Genau, da hat sich jetzt was getan, Ja, so wie es sein soll. gut. So, und wenn wir jetzt noch die Kabel von 150 auf 200 Stück ändern, dann wird sich das auch entsprechend wieder auswirken, ne? Also wenn ich jetzt eine Aufgabe noch Kabel auf eine Menge 200 ändere Stück, irgendwo. dann ändert sich das auch. Ja. Komm, dafür, weil er jetzt 200 Kabel nimmt, Stück, Meter, ich weiß es nicht, ähm, 200 Meter, ähm, können wir ihm ja nochmal 5% Rabatt darauf einräumen. 5% auf die Kabel. Ja, Können wir machen. Dann müssen wir hier in den Use-Bereich und sagen hier nochmal 5% Rabatt. so. Und das wird immer jetzt zur Echtzeit live mit neu kalkuliert. Und ich habe immer Genau. meine Kalkulation, das Ergebnis jetzt mit 33,16% Bruttomarge immer oben im Blick. Ja, das heißt, jetzt haben wir die Aufgaben ergänzt, wir haben Rabatt ergänzt, wir haben auch noch neues Material hinzugefügt und der Kostenvorschlag ist entsprechend auch relativ einfach angepasst worden. Und wenn der jetzt mit dem Ja. Kunden, also du kannst ihn jetzt einreichen, das heißt, der wird dem Kunden dann per Mail zum Beispiel geschickt, richtig? Mhm. Ja, Und wenn er ihn annimmt, dann überführst du ihn einfach und sagst, ja genau, also das heißt, du müsstest jetzt einmal einreichen. Können wir das einmal machen? genau. Ja, das können wir machen. So, zack. Und jetzt brauche ich nur noch, habe ich da den grünen Knopf in Projekt umwandeln. Das ist der nächste Arbeitsschritt. Das wird natürlich alles im Hintergrund dokumentiert. Und dann, Genau, also
Ja? Ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry, aber du siehst, wenn du einreichst, dann ändert sich auch der Status, ne, von dem Ja. Projektangebot. Der hat dann einen Status vorbereitet, nicht mehr Entwurf. Hm. Und du kommst jetzt an der Stelle tatsächlich noch zurück. Ne? Du kannst jetzt noch sagen, okay, ich möchte nochmal bearbeiten, dann landet er Ja. wieder im Status Entwurf. Und ja, wenn du es jetzt in ein Projekt umwandelst, beziehungsweise wenn du es jetzt druckst oder per Mail versendet, wenn du es versendest per Mail, dann kriegst du den Status Versand Ja. und dann kannst du letztendlich das Projektangebot in ein Projekt umwandeln und hast dann das Projekt, so wie du es Ja. hier geplant hast, dann Ja. angelegt. Und dann ist es ja immer noch möglich, das hatten wir uns mal beim Projektcontrolling auch angeguckt, da gibt es ja die Methode des Change Requests. Das heißt, wenn das tatsächlich ein Projekt ist und ich mit dem Kunden jetzt schon arbeite und der Kunde sagt, okay, das ist eine Doppelhaushälfte und jetzt soll die andere Hälfte auch noch gemacht werden, oder wir hatten hier den dritten Stock in den Büroräumen bearbeitet und sollen jetzt den zweiten Stock gleich noch mitmachen. Dann gibt es einen Change Request, das wird entsprechend erweitert, aber das ist dann sozusagen, ja, das muss der Kunde dann auch nochmal einzeln beauftragen und sagen, okay, er genehmigt den Change Request und dann Genau, ja. Das ist dann habe ich das schon Projekt der entsprechend nächste Schritt. angepasst. Ja, Das ist dann schon der ja, Schritt weiter, wenn du im Projekt ja. bist, ja. Und da Ja, hast du aber dann ist ja auch durchaus im noch ein anderen Zeitfenster. Stadium, weil jetzt ist das Projekt Ja, beauftragt, wenn wir das im Projekt umwandeln, und das ist nach ein genau. beauftragtes Projekt später zu ändern, das nennen wir halt methodisch Change Request, und das ist dann in dem Stadium. Prima. Ein schöner Überblick. Max, ganz lieben Dank. Freut mich Ähm, gerne. ja, relativ transparent, und ich finde mit diesem Beispiel mit der Elektroinstallation gut erklärt. Dann würde ich sagen, gucken wir mal und fragen mal die Inge, ob sie alles verstanden hat und ob sie einverstanden war. Danke, Max. Tschüss. Gerne. Tschüss. Vielen Dank für diesen Überblick, Max. Auch wenn der Ton heute vielleicht nicht ganz optimal war, hoffen wir, dass dir dieses Video gefallen hat und dir einen Mehrwert liefern konnte. Wer noch Fragen zum Thema oder allgemein zu X360 haben sollte, der darf gerne auf uns zukommen. Unsere Kontaktdaten findest du unten in der Beschreibung zum Video.